Alrighty dann, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu Shakes and Fidget, einem neuen Video von mir. Ihr werdet im Folgenden ein paar Zusammenschnitte sehen von Aufnahmen, die ich früher gemacht habe, mit Cam und ohne Cam. Ihr werdet sehen, dass mein Assassine ein bisschen niedriger ist im Level. Da geht es um verschiedene Themen rund um Quest, Quest Value und Quest Intervalle. Aber nicht nur die Basics, sondern ein paar speziellere Sachen, auf die ich einfach aufmerksam machen will, weil das theoretisch immer in Shakes and Fidget vorkommen kann. Vor allen Dingen würde ich sagen, in Levelbereichen ab 300 bis auf jeden Fall nach wie vor 458. Auch wenn durch das Gold Cap, gerade zum Gold Event, ihr werdet es auch merken, also ein paar Problematiken wie dieses Quest-Intervall nicht ganz so eine Rolle spielt, aber im Midgame, im späten Midgame quasi definitiv da ist. Und da kann man schon über 1-2 Jahre, wenn man da nicht drauf achtet, auch Verluste farmen. Und das möchte ich verhindern. Ihr werdet also auch von mir sehen, wie das Shakes and Fidget halt keinen linearen Verlauf hat, was die Menge an XP im Verhältnis der Menge an Gold im Verhältnis zur angewählten Zeit hat. Werdet ihr im Praxisbeispiel sehen. Das ist also auch ein gewisser RNG-Faktor dahinter ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt sie in die Kommentare. Nicht wundern, es wird jetzt einfach ein bisschen aneinandergereiht verschiedene kleine Videos geben an der Stelle. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt. Würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ne? Also, viel Spaß und bei den Informationen, die ihr vielleicht so noch gar nicht so wahrgenommen habt. Hier haben wir ein perfektes Beispiel, wie die Spanne der Abenteuer sich auch auswirken kann. Denn ich habe hier gerade im Moment 3 Quests, 7,5 Minuten mit Level 416 mit meinem Farm-Equipment, 10% XP, 50% Gold. Hier haben wir 3 Millionen XP zu 4,8 Millionen. Gold macht insgesamt 7,8 Millionen. Hier haben wir 2,8 zu 4,4 Millionen, macht insgesamt 7,2 Millionen aus. Und hier haben wir 3,2 Millionen XP zu 3,4 Millionen, macht 6,6. Das heißt, für die gleiche Zeit kriegen wir hier am wenigsten Gold und auch am wenigsten im Verhältnis insgesamt gesehen. Und auch hier ist die Verteilung deutlich besser. Wir haben hier mehr XP und mehr Gold auf dieser Quest als auf der mittleren Quest. Und das liegt einfach an dieser Spanne, die die Abenteuer haben können, die dann noch durch den höheren Bonus auf das Gold verstärkt wird im Verhältnis zu den 10% der Runen für XP und auch weil das Sammelalbum halt nicht 100% der Turmetage entspricht, wenn man den Turm natürlich auf 100% gelegt hat. Und ab Stufe 397 spätestens solltet ihr definitiv darauf achten, denn dann kriegt ihr auch sowieso den kleineren Basiswert an XP pro Abenteuerzeit als Gold. Und ja, je länger die Quest ist, desto größer können die Spannen auftreten. Deshalb nehme ich jetzt hier die Quest und wenn ich richtig viel Glück habe, kommt sogar noch ein Item raus. Leider nicht. Schade. Ja, Leute, hier habt ihr noch ein Beispiel für die Quest und ihre unterschiedlichen Intervalle und was man alles so kriegen kann und was nicht. Und zwar seht ihr hier bei mir 3 Quests 10 Minuten. So, der XP-Spieler würde jetzt die Quest nehmen, weil es einfach 5,3 Millionen XP sind. Ne? Die zweite hat nur 2,8. Die dritte hat sogar nur 2,2. Ich gehe aber aufgrund der Sache ja auf Gold, nicht auf die Quest, natürlich auch nicht auf die Quest. Hier gibt es mehr Gold. Es ist so, dass ich grob jetzt, also ich kann sogar mehr kriegen, aber A2, 1,5 Minuten, wenn die Quest im Schnitt ganz gut ist, habe ich 3 Millionen Gold oder mehr. Wenn ich das jetzt mal 4 rechne, komme ich bei 10 Minuten auch nicht auf 12 Millionen, was im Schnitt schon eine gute Quest wäre. Aber die Quest ist auch insgesamt nicht jetzt die allertollste für meinen Char.
Aber rechnen wir mal einfach wieder XP und Gold zusammen. Sind es hier 8,5 Millionen, ja. Hier haben wir 10,9, 11,7 Millionen. Also einfach nur die Millionenwerte zusammengerechnet. Und hier haben wir alleine schon 13,4. Also das heißt, die insgesamten Stats, die man kriegt, XP und Gold gesamt genommen, sind hier fast doppelt so hoch wie hier. Doppelt so hoch werden sie dann, also nicht ganz doppelt so hoch, aber wenn wir noch die 2,5 Millionen Gold mit reinrechnen, die das Schwert bringt. Und das ist der Hintergrund dessen, warum ich dann eben diese Quests nehme. Ich kriege das meiste Gold so oder so, aber es ist auch insgesamt die wertvollste Quest und das liegt halt vor allen Dingen auch an dem Runenbonus. Zum einen, aber zum anderen auch an der Kurve, die bei Gold höher geht, bei XP niedriger geht. Und das ist der Grund, warum ich eben auch die Quest hier dann nehmen würde. Und das ist halt krass, wie unterschiedlich der Value sein kann. Bei 3 Quests, die gleich lang sind. Ja, und das wird halt in diesen Level-Sparten geht's, also es fängt schon eher an und das zieht sich noch bis nach hinten durch, bis zum Endgame, ja. Aber gerade das ist so ein sehr interessanter Levelbereich. So Leute, und weil es einfach auch ein schönes Beispiel ist, habe ich sogar noch eine Quest für euch rausgesucht. Und zwar werdet ihr gleich sehen, worum es geht. Wir haben jetzt hier eine 5-minütige, lassen wir mal außen vor. Wir haben hier eine 2,5-minütige Quest, hier haben wir eine 2,5-minütige Quest. Wir sehen, dass hier fast 20.000, also 22.000 mehr XP drin sind. Und obwohl die Quest mehr XP hat, hat sie auch mehr Gold. Denn das gibt es nämlich auch. Das heißt, dass Shakes & Fidget hier eine eigentlich normal viel schlechtere Basisquest hier zur Auswahl gestellt hat. Alles andere ist ja gleich. Ja. Und trotzdem ist diese Quest hier besser. Ja, das heißt also, man muss selbst bei der Quest ein gewisses Random Luck haben, dass man halt auch immer eine gute Quest generiert bekommt. Und soweit ich eben weiß, gibt es da noch kein Tool dazu, was das jetzt richtig ausklamüsert. Und darauf muss man halt wirklich achten. Im Prinzip ist es nicht viel, ne? 100.000 Gold und 22.000 XP. Aber rechnet das mal pro Abenteuer, was ihr spielt. Dann läppert sich das schon irgendwie über die Zeit, ne? Also es ist nicht immer so, aber man hat es doch im Bereich, also über Stufe 300 ist mir das schon aufgefallen teilweise, dass es eben wirklich Quests gab, die einfach in beiden Werten besser waren als andere. Und das ist halt Shakes & Fidget, das ist das Questintervall. Es gibt ja auch mittlerweile durch Turos Aufholjagd, also die Taktik, die dahinter ist, dass man doch sagt, man geht mehr auf XP. Das kann man aber nur machen, wenn man vorhat, sich das ganze Gold quasi zu erpilzen. Weil je eher höher man im Level steigt, desto mehr Gold kriegt man halt ab einem gewissen Level für Steine, für Tränke, für Reittier. Ja, und wenn man natürlich das Level erreicht hat entsprechend, kann man sich dadurch die Skills erkaufen. Das ist ja der Grundplan, den Tura da verfolgt. So, jetzt gehe ich mal natürlich auf die mit mehr XP. Es war ja eh so. Oh, ein Epic. Okay, da gehe ich aufs Epic. Das lasse ich mir nicht wegnehmen, das Epic. Da könnte man zwar auch sagen, ist ja Quatsch, blättert dir doch einfach ein neues Epic. Aber